Ich denke, wenn man im Nietzsche-Kolleg in Weimar im Rahmen der Stiftung Weimarer Klassik eine Vortragsreihe hält, dann ist es angemessen, wenn man mit einer Anspielung auf den Genius loci beginnt. Vor genau 220 Jahren hat ein junger Professor in Jena seine Antrittsvorlesung gehalten, die unter dem Titel stand: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Das war Friedrich Schiller. 85 Jahre später, vor 125 Jahren, erschien zwar nicht in Weimar, aber doch aus dem Geiste Weimars eine kleine Schrift der unzeitgemäßen Betrachtungen von Friedrich Nietzsche über den Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Ich möchte an beide Texte anknüpfen, an den Schillerschen Text am Anfang. Auf Nietzsche komme ich am Schluss noch einmal zurück. Schiller schreibt oder sagt in dieser seiner Antrittsvorlesung: Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Früher hat er sich überzeugt, dass im Gebiete des Verstandes wie in der Sinnenwelt alles ineinander greift, und sein reger Trieb nach Übereinstimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen. Alle seine Bestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet. Seine edle Ungeduld kann nicht ruhen, bis alle seine Begriffe zu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben. Die Kritik am Brotgelehrten ist natürlich nicht so gemeint, dass der Brotgelehrte überflüssig sei. Wir leben mit den Einzelheiten des alltäglichen Lebens. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, wir müssen mit ihnen fertig werden, um uns im Leben zurechtzufinden und zu behaupten. Die Erforschung des Einzelnen ist der Anfang alles Wissens. Das Wissen des Ganzen, der universelle Geist, der philosophische Geist, von dem Schiller spricht, ist eine zweite Stufe unserer geistigen Entwicklung, unseres geistigen Tuns. Denn alles, was in der Welt ist, ist begrenzt und damit ein Einzelnes. Es ist die Definition des Gegenstands, die ihn als Gegenstand abgrenzt. Das Wort definiere sagt abgrenzen. Es ist die Grenze, von der her wir das bestimmen, mit dem wir umgehen. Aber jede Grenze hat zwei Seiten. Die Seite, auf der wir uns befinden, und die Seite jenseits. Das heißt, die Grenze hat immer räumlich, ontologisch den Charakter der Doppelaspektivität, wie Helmut Plessner das genannt hat. Und diese Doppelaspektivität der Grenze, dass jede Grenze immer ihr Gegenüber hat, hinter ihr ihre Transzendenz hat, ist, wie Plessner sagt, ein materiales A priori. Es ist kein A priori im Denken, sondern das in der Materialität der Begrenztheit des Gegenstands vorliegt und gegeben ist. So bedingt also das um uns Seiende das So-Sein, wie das Einzelne ist, wie wir sind. Und die Welt als Ganze ist ein Ganzes, in dem wir immer über Grenzen weiterschreiten und weiterschreiten und weiterschreiten, ins Unendliche hinaus, wie Anaximander schon sagt, dass die Welt ein Aperon, ein Unbegrenztes sei. Das Erkennen des Unbegrenzten, das Erkennen
der Allheit der Dinge ist uns aber als endlichen Wesen, die wir sind, verwehrt. Wir kennen immer nur Ausschnitte aus der Welt, wir kennen immer nur einen Teil der Welt. Und wenn auch die Astrophysik heute in unendliche Fernen dringt, mit den technischen Instrumentarien, über die sie verfügt, so ist sie immer noch nicht ans Ende des Aperon, des Grenzenlosen, geraten. Und ich kann mich also erinnern, dass in meiner Jugendzeit die Ausdehnung des Weltalls noch auf einige Milliarden Lichtjahre geschätzt wurde, dann waren es 10 Jahre später 13 Milliarden Lichtjahre und so ging es immer weiter. Also selbst die Astrophysik hat in ihrem Fortschritt uns gezeigt, dass wir uns im Rahmen der Grenzen, in denen wir uns befinden, immer mit etwas zu tun haben, das über die Grenzen hinaus noch ein anderes hat. Das ist der Begriff von Welt. Das, was Kant Weltbegriffe genannt hat. Zu diesen Weltbegriffen müssen wir, um uns Welt zu denken, einen Abschluss suchen und finden. Dieter Henrich, der im Rahmen dieser Nietzsche-Kollegs ja auch schon hier in Weimar gesprochen hat. Dieter Henrich hat dies die Notwendigkeit des Abschlussgedankens genannt, der philosophisch sich uns aufdrängt, wie auch immer wir wissen darum, dass wir Abschlussgedanken nicht empirisch, also nicht in der Erfahrung erfüllen können. Ich möchte vielleicht einen Satz oder zwei von Henrich dazu zitieren. Henrich schreibt, solche Gedanken sind aus zwei Gründen unabweisbar, die sich wechselseitig voraussetzen. Erstens, die elementaren Erkenntnisweisen führen zu unaufhebbar unvollständigen Ergebnissen. Unaufhebbar unvollständigen Ergebnissen, die zudem untereinander im Widerspruch stehen. Zweitens, aber weder die Vernunft noch ein auf Vernunft orientiertes Leben, und darauf möchte ich insistieren, es ist nicht nur ein Denkprozess, sondern es ist ein sich im Leben zurechtfinden, ein auf Vernunft orientiertes Leben kann in dieser Unvollständigkeit und in solchen Widersprüchen einfach nur verharren. Die Metaphysik des Abschlusses ist also kein Unterfangen, das jener Disposition unterstünde, aus der sich unsere Theorieprogramme herleiten. Sie ist als solche weder eine Sache der Wissenschaften, also ein Produkt der theoretischen Neugierde, noch auch eines von purer Lebensnot in Dienst genommenen Konstruktionsvermögens. Sie ist eine Sache der Vernunft und als solche eine Sache der Menschheit. Menschheit im Sinne von Kants Sprachgebrauch, Menschheit als Gattungsbegriff des Menschseins, nicht als Sammelbegriff aller Menschen. Dies, dass wir einen Abschlussgedanken uns entwerfen müssen, den wir nie durch Erfahrung einlösen können, ist eine der Grundvoraussetzungen unseres sich in der Welt zurechtfindens, eine Voraussetzung unseres Weltbegriffs. Und zwar denke ich, und das ist allerdings eine der Grundentscheidungen der Philosophie, dass ein solcher Abschlussgedanke nur gefunden werden kann, nicht von einer Transzendenz her, die selbst noch einmal existiert und über die hinaus die Frage ihres Grundes noch einmal gestellt werden kann. Also nicht von einem ersten Beweger des Aristoteles, von einem Schöpfergott her, sondern dass sie aus dem Begriff der Welt selbst
gefunden werden muss. In diesem Sinne heißt es, dass in klassischen philosophischen Texten, dass wir philosophische Erkenntnis des Ganzen von innen heraus, also aus der Welt selbst und nicht von außen her, von etwas, was jenseits der Welt liegt, begründen müssen. Das ist der Unterschied philosophischer und theologischer Begründungszusammenhänge. In diesem Kontext entsteht das an Theoriegebilden, was wir seit dem deutschen Idealismus, seit Kant, Schelling und Hegel, spekulative Sätze nennen. Ein spekulativer Satz ist ein Satz, der das Programm formuliert, in dem solche Abschlussgedanken, wie Henrich das genannt hat, konstruiert oder formuliert werden können. Ich möchte vorwegnehmend ein Beispiel oder zwei Beispiele für solche spekulativen Sätze nennen, die gleichsam das Gesamtprogramm eines philosophischen Abschlusses sich enthalten, zum Beispiel den Satz des Nikolaus Cusanus, totum relucet in omnibus partibus, das Ganze spiegelt sich in allen seinen Teilen wider, oder jenen berühmten Satz des Parmenides, gar autois den noen tekaenai, denn dasselbe ist das Denken wie das Sein. Beide Sätze werden Gegenstand noch dieser Vorlesungen sein. Beide Sätze sind ein Beispiel dafür, wie ein Ganzes, das über die Erfahrung hinausgeht, in einem Bild gedacht wird. Im Bild, das im Einzelnen alles Ganze sich widerspiegelt, in dem Gedanken, dass das, was in unserem Denken ist, zugleich das ist, was im Sein ist. Was ganz im Gegensatz zu bestimmten modernen erkenntnistheoretischen Positionen steht, die der Meinung sind, dass unser Denken konstruiere, was es denke, und dass das Sein in einem ungeklärten Verhältnis zu diesem Konstruktionsgebilde steht. Wenn wir jetzt fragen, warum spekulativ? Warum spekulative Sätze? So müssen wir zurückgehen auf den antiken Sprachgebrauch. Das Wort, was im Lateinischen mit speculari übersetzt worden ist und was dann also in unsere philosophische Terminologie eingeht, das griechische Wort heißt Theorein, das dazugehörige Hauptwort Theoria, also Wort Theorie. Theorein ist das Anschauen eines Bildes, das Anschauen beispielsweise einer Theateraufführung. Theoros ist der Zuschauer im Theater. Theoria ist die Anschauung des Bildes einer Sache. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht die Sache selbst, die in der Theoria erscheint, sondern das Bild der Sache, das in der Theorie erscheint. Diesen griechischen Sprachgebrauch, der insbesondere bei Aristoteles dann leitend für die griechische Philosophie geworden ist, für die griechischsprachige, wurde dann im Lateinischen von Cicero, von Boëthius übersetzt mit dem Wort speculari. Das Wort speculari heißt so viel wie sich umschauen, Ausschau halten nach, ist also nicht ganz dasselbe wie Theorein und knüpft an das Wort Specula an, und Specula ist der Aussichtspunkt, der Aussichtsturm, die Warte, von der aus man etwas überblickt und in den Blick fasst. Nun gibt es eine merkwürdige Verschiebung im Sprachgebrauch.
Denn Specula heißt der Aussichtsturm, die Warte. Speculum heißt der Spiegel. Und Augustinus verschiebt den Begriff des Spekulierens, des Speculari, des Spekulativen, aus dem Umschaubild in das Spiegelbild. Und das möchte ich doch gerne aus dem Augustinus wörtlich zitieren. Und dazu möchte ich das Original nehmen, denn die deutschen Übersetzungen wie auch die deutschen Ausgaben sind alle verkürzend. Ich benutze hier also die frühe Ausgabe aus der Humanistenzeit von 1520, wo es... wo habe ich denn meine Brille gelassen? Wo es heißt... Ich werde dann meine eigene Übersetzung dazu vortragen. Videmus per speculum in enigmate. Nos autem revelata facie gloriam Dei speculantes in eadem imaginem transformamur de gloria in gloriam tamquam a Deo Spirito. Speculantes, dixit Paulus, per speculum videntes, non de specula perspicientes. Also auf Deutsch. Wir sehen im Spiegel ein zu entzifferndes Bild, Enigmate. Das kann auch das Rätselbild sein. Wir sehen im Spiegel ein zu entzifferndes Bild. Wir aber mit der Enthüllung der Oberfläche des Bildes werden überführt, überformt von der Glorie Gottes, indem wir in den Spiegel schauen, in demselben Bild, in die Gloria aus der Art des Geistes Gottes. Und die in den Spiegel Schauenden, sagt Paulus, schauen eben durch den Spiegel und sie schauen nicht von einer Ausschauwarte, von einem Ausschauturm aus. Hier vollzieht also Augustinus den Übergang der grammatisch korrekten Übersetzung des Wortes Speculari in eine Übersetzung, die das Wort in ein Spiegelverhältnis umdenkt. Und Hegel hat bezeichnenderweise von dieser augustinischen Verschiebung Gebrauch gemacht und hat den spekulativen Satz nicht etwa auf die Umschau ins Weite hinein, die wieder ins Grenzenlose geht, bezogen, sondern auf den Spiegel bezogen. Spekulative Sätze sind also im Sinn der Hegelschen Deutung und im Sinne schon der augustinischen Übertragung Spiegelsätze. Sätze, in denen ein Verhältnis gespiegelt auftaucht. Was bedeutet das? Ziehen wir jetzt Leibniz heran. Der sagt, jede Monade, das heißt jede individuelle Substanz, ist ein Spiegel der ganzen Welt. Und insofern hat sie die ganze Welt in sich abgebildet, drückt sie in sich aus, wie er sagt. Das Ausdrücken, sagt Leibniz, ist eine der Grundverhältnisse, in denen überhaupt Welt sich konstituiert.
Nun hat Joachim Schickel gezeigt, dass das Bild von der Monade, die die ganze Welt spiegelt, nur dann ein in sich stimmiges Bild ist, wenn die Monade gleichsam in der Metapher eines Kugelspiegels gedacht wird. Eines Kugelspiegels, dessen Gesamtoberfläche nach allen Seiten spiegelnd ist, so dass er in der Tat die gesamte Welt in diese eine Oberfläche, seine Spiegeloberfläche hineinzieht. Diese Repräsentatio Mundi, Repräsentation der Welt, wie Leibniz sagt, an einem Ort, in einem Punkt, also das, was bei Cusanus heißt, in jedem einzelnen Teil spiegelt sich das Ganze wieder. Dies ist sozusagen das Grundprinzip spekulativer Erkenntnis. Sie ist eine Erkenntnis, die das Unendliche in sich hineinzieht, ohne selbst unendlich sein zu müssen. So wie der Kugelspiegel alles, was um ihn ist, in alle Fernen hinein, in sich hineinziehen kann, ohne dass er ja selbst ein unendliches Objekt ist. In Aufnahme einer alten stoischen Unterscheidung zwischen einer Cognitio clara und einer Cognitio confusa, also einer klaren und einer verworrenen Erkenntnis, wird dieses Verhältnis nun so ausgedrückt, dass das, was in der Nähe des Spiegels ist, klar, und was immer weiter vom Spiegel entfernt ist, immer weniger deutlich, immer weniger klar, undeutlicher zum Ausdruck, indistinkt zum Ausdruck kommt. Das heißt, man kann in diesem Bild, und man muss wissen, es ist ein Bild, ein Enigma, wie Augustinus sagt, ein Rätselbild, das wir enträtseln müssen, dass in dieser Metapher also gedacht wird, wie im Einzelnen, in einem Element des Ganzen, das Ganze erscheint und zum Ausdruck kommt. Der Spiegel fasst also das Unbegrenzte in ein begrenztes Bild. Insofern kann der Spiegel zum metaphorischen Modell werden einer universellen Relationalität, eines universellen Zusammenhangs von allem mit allem. Also jenes Zusammenhangs, von dem Schiller gesprochen hat, dass der Philosoph ihn denkt und gar nicht anders als ihn denken kann. Der Spiegel ist aber immer auch der Spiegel dessen, was ihm gegenübersteht. Was im Spiegel erscheint, ist nicht etwas, was der Spiegel aus sich produziert, sondern es ist etwas, was vor dem Spiegel ist und was im Spiegel als Bild, als zu entzifferndes Bild wiederkommt. Der Spiegel ist also, indem wir im Spiegel etwas sehen, zugleich die Sache selbst und das Bild der Sache selbst. Die Sache selbst, weil ohne die Sache selbst das Bild der Sache selbst nicht erscheinen würde, aber eben das Bild der Sache selbst, weil es nicht die Sache selbst ist, die als Spiegelbild erscheint, sondern das von ihr Unterschiedene. Das Unterschiedene, an dem sie an sich selbst unterschieden ist. Die Philosophie gebraucht dafür den Ausdruck des Selbstunterschieds. Im Selbstunterschied zeigt sich die Möglichkeit, das Unendliche im Endlichen auszudrücken. Der Ausdruck im Endlichen ist der von sich selbst unterschiedene, die von sich selbst unterschiedene Bildform der Sache selbst oder die Sache selbst in ihrem Selbstunterschied. Nur unter dieser Voraussetzung können wir überhaupt metaphysische Aussagen treffen. Jede andere metaphysische Aussage, die nicht von der
Relation zwischen der Sache selbst und ihrem Abbild ausgeht und dafür ein plausibles Bild anbieten kann, eine plausible Metapher anbieten kann, verläuft in pure Fiktion. Andererseits kann es nur in Form von Metaphern gesagt werden, weil die Unendlichkeit keinen direkten Ausdruck hat. Und Hegel sagt einmal in der Phänomenologie des Geistes, dass der normale Satz, der Aussagesatz, wie wir ihn treffen, der Subjekt und Prädikat hat, ungeschickt ist, um spekulative Verhältnisse auszudrücken, weil das Prädikat natürlich immer nur die Einzelheit, die definitorische Begrenztheit einer Sache zum Ausdruck bringen kann und nicht gerade die unendliche Ganzheit. So haben wir, indem wir eine Metapher gebrauchen, die Möglichkeit, in der metaphorischen Rede etwas anzusprechen, was wir in der Rede über empirische Sachverhalte, in der Rede, die die formale Logik zu kontrollieren hat und für die sie maßgeblich ist, nicht ausdrücken können. Joseph König hat einmal gesagt, dass die spekulative Logik die Voraussetzung dafür ist, dass die formale Logik sein kann, weil es eben ohne die Voraussetzung des Ganzen auch nicht das Detail, das Einzelne gibt, das durch die Identitätssätze der formalen Logik geregelt wird. Aber dass die formale Logik ihrerseits nie in der Lage sein wird, die Regeln, die Verfahrens- und Gedankenregeln der spekulativen Logik zu normieren und anzugeben. Das ist der große Gegensatz, der zwischen der analytischen Philosophie und der Metaphysik sich auftut. Analytische Philosophie kann nur auf dem Boden der formalen Logik über das Einzelne reden, analytisch. Sie kann die Synthese des Ganzen, die nur über die Metaphorik zu vollziehen ist, in ihrer Methodik, in ihrer Verfahrensweise gar nicht nachvollziehen. Und beides ist unerlässlich für wissenschaftliche Forschung. Wir brauchen sowohl die Einzelwissenschaften mit der Analyse, wie wir auch den Horizontentwurf des Ganzen, wie das in der Phänomenologie dann genannt wurde, brauchen, um mit dem Einzelnen umgehen zu können. Nun möchte ich, und das ist eigentlich der Gegenstand der folgenden Vorträge, die Hypothese aufstellen, dass es nur eine ganz begrenzte Anzahl spekulativer Sätze gibt, die Modellentwürfe für das Totum, für die Totalität, für das Ganze der Welt sind. Eine begrenzte Anzahl von Spiegelsätzen, wie man dann sagen würde, die in einem systematischen Zusammenhang stehen, obschon sie in der Philosophiegeschichte jeweils an ganz anderen Orten, in ganz anderen Zusammenhängen sozusagen als konstitutiv für bestimmte Philosopheme aufgetaucht sind. Einmal sind solche Spiegelsätze gerichtet auf die Spiegelung selbst, auf das Spiegelungsverhältnis, als ein gegenständliches Verhältnis, wie ich sagte, zwischen Sache selbst und jener Sache, die die Sache selbst spiegelt. Denn auch der Spiegel ist ja eine Sache, die innerhalb der Welt selbst eine Sache ist. Zwar eine zweite Gruppe von solchen Spiegelsätzen richtet sich dann auf die formale Seite. Wie ist die Form solcher Spiegelsätze gestaltet? Und eine dritte Gruppe solcher Spiegelsätze würde sich auf die Wirkung der Spiegelung, das heißt auf die Bedeutung des Spiegelverhältnisses
für das Sich-Verhalten in der Welt, für das Entwerfen von Zwecken in der Welt richten. Im einen Fall haben wir es also mit Sätzen zu tun wie dem Cusanus-Satz, der das Spiegelverhältnis ausspricht. Das Ganze spiegelt sich in jedem seiner Teile. Im anderen Fall haben wir es mit der Form der Spiegelung zu tun, wie etwa bei dem Parmenides-Satz von der Übereinstimmung von Sein und Denken, wozu bei Leibniz, bei Hegel und bei Marx entsprechende Entsprechungen sind. Und in Bezug auf die Wirkung des Spiegels als sozusagen dem Kern einer möglichen Teleologie, eines möglichen zweckmäßigen Verhaltens in der Welt, haben wir es dann mit Sätzen zu tun, die bei Aristoteles und, wie wir sehen werden, bei Marx auftauchen. Ich glaube, dass man sich dabei klar machen muss, dass mit dieser Zusammenstellung, wie ich sie jetzt angedeutet habe, eine andere Beziehung zu philosophischen Aussagen hergestellt wird, als eine solche, die sich im Rahmen der Philosophiegeschichte darstellt. Denn wir sehen, dass also Parmenides und Cusanus und Leibniz und Hegel in ganz verschiedenen Zeiten und auch in verschiedenen Systemzusammenhängen jeweils den einen oder anderen spekulativen Satz zum Kern ihres Systems machen. Aber dass die alle zusammenhängen, ist nicht mehr eine Frage, dass sie in einer historischen Abfolge irgendwann entwickelt wurden, sondern ist eine Frage, dass in allen philosophischen Problemen und Systemen dieselben Grundfragen gestellt werden, die auf die eine oder andere Weise unter der einen oder anderen Perspektive ihre Beantwortung finden und dass jeweils die Perspektive, unter der sie diese Beantwortung finden, durch einen solchen spekulativen Satz sozusagen angelegt wird, sodass, wie ich sagte, spekulative Sätze Programme für Problemlösungen sind. Problemlösungen unter einer bestimmten Perspektive, sodass wir aber, wenn wir diese spekulativen Sätze nun in einem Systemzusammenhang sehen, das heißt untereinander als System, abgelöst von den Systemen, in denen sie auftauchen, untereinander als ein System begreifen, sich zeigt, dass die gesamte Philosophiegeschichte eigentlich, soweit sie Metaphysik ist, sich untereinander vernetzt zu einem einzigen großen systematischen Zusammenhang metaphysischer Probleme. Metaphysischer Probleme, die nur unter den Bedingungen eines spekulativen Zugriffs, also nur in Form von Spiegelsätzen angegangen werden können. Diese sozusagen Systemvoraussetzung, die ich hypothetisch mache, versuche ich einzulösen, indem ich nun an einzelnen Spiegelsätzen sozusagen ihre zentrale perspektivische Bedeutung herausarbeite und diese perspektivischen Bedeutungen untereinander aufeinander beziehe und damit den Zusammenhang herstelle, etwa zwischen dem Verhältnis von Sein und Denken und dem Satz, das Wahre ist das Ganze bei Hegel, der die Erläuterung findet, das Ganze besteht nur im System des Wissens. Sätze, die in völlig verschiedenen Philosophien ihre konstitutive Bedeutung haben, die aber, wenn man sie zusammensieht, eine Richtung sozusagen des spekulativen Denkens anlegen. Ich möchte nun nicht behaupten, dass die 5 Sätze, die wir in den folgenden Vorträgen analysieren werden, das gesamte Repertoire spekulativer Sätze erschöpfen. Im Gegenteil, es sind also mir einige bewusst, die jetzt ausgeklammert werden, weil sie in ein anderes Feld noch hineinführen. Im Folgenden möchte ich die Systematik der 5 Sätze, die ich jetzt nenne, erläutern. Hegel sagt, das Wahre ist das Ganze. Mit der höchsten Unverständlichkeit hat Adorno dagegen gesetzt, das Unwahre sei das Ganze oder das Ganze sei das Unwahre.
So etwas kann man nur sagen, wenn man überhaupt nicht begriffen hat, was Hegel zu sagen hatte. Der zweite Satz ist der Parmenides-Satz, den ich schon zitiert hatte, von der Selbigkeit von Denken und Sein. Wobei ja zunächst irritierend ist, dass das Sein ja als eine gegenständliche Existenz gedacht wird und das Denken doch ein Abbild. Und wieso ist das dasselbe? Darauf werden wir zu sprechen kommen. Der dritte dieser Sätze ist dann der, dass wenn Denken und Sein dasselbe sind, es konstruierbar ist, dass das Ganze sich in jedem seiner Teile widerspiegelt, also der Cusanus-Satz. Von da aus stellt sich ein Zusammenhang her mit der Aktivität, der Wirksamkeit des Einzelnen, in dem sich das Ganze spiegelt, in diese unendliche Welt, in das Aperon, in das Unbegrenzte hinein. Und das können wir nicht denken, ohne zum Wirklichen das Mögliche hinzuzudenken. Hier kommt jetzt der Leibniz-Satz, omne possibile exigit existere. Alles Mögliche erfordert oder drängt aus sich heraus zur Wirklichkeit. Damit sind wir aber genau an dem Punkt, wo Denken und Sein, wo Sein als Existenz und als Dynameon, als noch bloß in Möglichkeit Seiendes, zueinander in Beziehung gesetzt sind. Das ist jene Sphäre, in der die Reflexion des Seienden in die Aktivität, in die Kreativität des Tuns, des Machens in die Welt hinein übergeht. Und damit komme ich zu dem fünften Satz, den ich behandeln möchte. Und damit bin ich allerdings sozusagen auf einem Glatteis, auf einem ungewohnten Gebiet, nämlich der berühmte Marx-Satz der 11. Feuerbach-These. Die Philosophen haben die Welt bisher nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist ja ein Satz, der zunächst einmal ein ganz vordergründiger Satz der Tathandlung erscheint. Diesen Satz als eine Grundlegung des spekulativen Verhältnisses von Theorie und Praxis zu interpretieren, ist sozusagen die fünfte Stufe in dieser systematischen Entwicklung. Das ist der Punkt, an dem ich die Systematik anlege. Und von da aus möchte ich zeigen, warum, und jetzt sind wir wieder am Anfang der heutigen Erörterung, warum spekulative Sätze gebraucht werden, zu welchem Ende man sie studiert, um es mit Schiller zu sagen. Weil sie nämlich die Sätze sind, in deren Horizont der Übergang von der Theorie zur Praxis sich vollziehen lässt. Theorie und Praxis sind zunächst einmal zwei voneinander unterschiedene Gebiete. Und seit Aristoteles sind wir gewöhnt zu denken, Theorie ist etwas anderes als die Praxis und ist etwas der Praxis Überlegenes, weil die Praxis sich immer auf das Einzelne richtet, die Theorie wohl aber auf das Allgemeine und das Ganze. Und insofern die Theorie etwas im Blick hat, was die Praxis nie im Blick haben kann. Also hat die Theorie einen sozusagen einen Vorrang an geistiger Würde gegenüber der Praxis. Das ist alles seit den Griechen und in der ganzen christlichen Philosophie bis in die Neuzeit hinein, bis zu Hegel hin eigentlich Konsensus. Nun kommt Marx also, und darauf werden wir dann bei dieser These zu sprechen kommen, und sagt, es kommt aber doch darauf an, die Welt zu verändern und nicht nur sie zu sehen, nicht nur sie zu interpretieren. Nein, selbstverständlich müssen wir sie interpretieren, um sie verändern zu können, aber es kommt darauf an, in sie hinein zu handeln. Das heißt, welchen Nutzen und Nachteil, um es jetzt mit dem Nietzsche-Text zu sagen, für das Leben hat nicht nur die Historie, sondern welchen Nutzen und Nachteil für das Leben hat es, sich mit spekulativen Sätzen zu befassen, mit Sätzen wie das Wahre ist das Ganze. Ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so schwierig zu begreifen, wo die Menschen
immer mehr davon betroffen werden, dass das Umsein unmittelbar ihr individuelles So-Sein beeinflusst. Das Wachwerden etwa des ökologischen Bewusstseins ist ja ein Überschreiten der Grenzen dessen, was wir so technisch mit der Welt tun, auf einen Weltzusammenhang, den wir als Ganzes, als Naturzusammenhang eben nicht begreifen, sondern nur teilweise begreifen und den wir aber im Ganzen in Rücksicht nehmen müssen, wenn wir technisch in die Natur hineinhandeln. Das ist seit Hans Jonas und dem Prinzip der Verantwortung zumindest philosophisch einmal zu einem Problem geworden. Und wenn Hans Jonas etwa sagt, dass die berühmte Risikoforschung, die Technologie-Assessment anstellt, dass die nicht davon ausgehen dürfe, welches Risiko das geringstmögliche sei, sondern welches Risiko überhaupt möglich sei. Und sagen, ein Risiko, das eine bestimmte Größenordnung einschließt, wie etwa die Explosion eines Atomkraftwerks oder schon vorher in dem Kampf gegen die Atombewaffnung, den wir in den 60er Jahren geführt haben oder 50er Jahren schon, der Abwurf einer Atom- oder Wasserstoffbombe. Wenn da solche Folgen ausgelöst werden, die größenordnungsmäßig nicht mehr in Risikoquantitäten abschätzbar sind, dann darf so etwas nicht gemacht werden. Das ist ein neuer Gesichtspunkt. Das ist ein Gesichtspunkt, der ein Ganzes, das nicht abschätzbar ist, in unsere technische Planung, die immer nur vom Abschätzbaren ausgeht, hinein zielt. Also wir sind sensibler geworden für solche Probleme. Wir sind nicht mehr ganz abwegig davon, dass wir sagen, was heißt denn ein spekulativer Satz, ein spekulativer Begriff? Das ist doch alles also jenseits der Wirklichkeit, sondern hier kommt sozusagen die Wirklichkeit und unmittelbar und brennt uns auf den Nägeln. Das heißt, indem wir die Frage aufnehmen nach der Zweckmäßigkeit unseres Handelns, nachdem dass das, was wir als instrumentellen Zweck, um mit Horkheimer zu sprechen, in instrumenteller Vernunft verwirklichen wollen, ob das nicht sozusagen unabsehbare, aber sich sozusagen als Gefahrenpotenzial oder wie auch immer in uns spiegelnde Realität ausdrückt. Sobald wir an diesen Punkt stoßen, stoßen wir an den Punkt, wo wir die Empirie überschreiten und wo der Entwurf eines Weltmodells, das, was Aristoteles das Telos genannt hat, den Zweck, auf den wir unser ganzes menschliches Handeln orientieren, bestimmen wird und bestimmen muss. Zwecke sind da nicht mehr innerweltlich gesetzte Zwecke zu diesem oder jenem Behufe, damit ich dieses oder jenes verwirklichen kann, die Backsteine herbeibringe, um ein Haus zu bauen und den Mörtel anzurühren und dergleichen, sondern einkalkuliere, was hat das jetzt für einen möglichen Wirkungshorizont, auf den ich mich noch mitbeziehe, weil ich ja, indem ich die Welt spiegele, zugleich ein Element, ein Moment dieser Welt bin. Das ist ja der ungeheure Gedanke der Leibnizschen Monadologie. Die Monade ist die ganze Welt als Gespiegeltes in sich. Aber sie ist zugleich ein Moment in dieser Welt. Sie ist selbst ein Teil dieser Welt. Und indem sie die Welt spiegelt, spiegelt sie nicht nur die Welt, sondern sie spiegelt auch sich selbst und ihr eigenes Interesse in dieser Welt noch einmal mit. Das heißt, im Gedanken der Widerspiegelung wird der Gedanke der Reflexion nicht nur das, was von außen sich in uns reflektiert, sondern dass wir, weil wir ja zu dem Ganzen des Außen gehören, uns auch nochmal mitreflektieren. Und zwar mitreflektieren durch die anderen, in die wir hinein uns sehen. Wie der andere auf uns reagiert, auf unsere Handlung reagiert, ist eine Reflexion auf unsere Handlung. Aber wir nehmen es wieder wahr und reflektieren die Reflexion dieser Reflexion. Dass wir also sozusagen auf dem
Niveau der Widerspiegelung der spekulativen Sätze nicht nur die Welt abbilden, sondern die Abbildung der Welt vollziehen können und damit also ein Verhältnis zum Abbilden der Welt in unserem Tun gewinnen. Uns also selbst in unserem Tun vergegenständlichen und kontrollieren können. Dies ist sozusagen die entscheidende Leistung der spekulativen Vernunft. Seit Kant unterscheiden wir zwischen dem Verstand, und das wäre eben genau die instrumentelle Vernunft, der Verstand, der über alles Einzelne gemäß dem Satz der Identität und des verbotenen Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten, also allen den Formen der Logik, urteilt, und der Vernunft, von der Kant noch meinte, dass sie eigentlich ein luftiges Gebilde sei, und von der Hegel dann sagt, sie ist eigentlich die wirkliche Wirklichkeit, weil sie was der Verstand nie fasst, nämlich das Ganze des Wirklichen, wenigstens als Spiegelbild zu fassen vermag. Das also wird dann mit Vernunft benannt, und das ist immer die spekulative Vernunft. Und auch dazu hat Henrich wieder in seiner also wirklich epochemachenden Abschiedsvorlesung als Präsident der Internationalen Hegelvereinigung vor mehr als 20 Jahren entscheidende Dinge über den Gang der spekulativen Vernunft gesagt, die bis heute nicht aufgenommen und diskutiert wurden. Und da möchte ich doch auch einen Satz wenigstens daraus zitieren, weil er so zentral für dieses Problem ist, dass wir die spekulative Vernunft als ein Moment unseres Menschseins nicht nur haben, sondern benötigen. Fundierungsdenken ist Selbsterhaltung der Vernunft an den Grenzen einer Rationalität, die sich nur aus dem Inneren von Eingrenzungen zu entfalten vermag. Aus dem Inneren von Eingrenzungen, weil wir immer innen in einer begrenzten Wirklichkeit wir selbst sind. Aber sie muss sich aus dem Inneren heraus als spekulative Vernunft zur Selbsterhaltung der Vernunft entfalten, damit wir Menschen bleiben. Es betrifft die Menschlichkeit des Menschen, wie er das schon in dem anderen Aufsatz gesagt hat. Daran möchte ich anknüpfen als ein Kontinuum in einer gegenwärtigen Philosophie, die das vergessen hat und wo es nur ganz wenige sind, die an diesem Problem noch festhalten. Der Weltprozess, in dem wir stehen, ist ein Weltprozess, in dem wir entwerfen, wie wir in der Welt sind, und weil wir ein Teil der Welt sind, damit entwerfen, wie die Welt ist. Wir können es aber immer nur entwerfen, indem wir die Welt in ihrer Eigengesetzlichkeit als Naturgesetzlichkeit respektieren, uns in sie hineinbegeben, und indem wir das, was wir nicht von ihr wissen können, weil sie unendlich ist, in einem Modellentwurf zunächst einmal stellvertretend denken, Repräsentatio Mundi, Darstellung der Welt, aber nicht Darstellung als Abbild, sondern als eine Stellvertretung für das, was Welt ist. Und in diesem Stellvertretungsverhältnis vollzieht sich die spekulative Vernunft als die eigentliche Setzung unseres Weltverhältnisses. Und in dieser Setzung dieses Weltverhältnisses realisiert sich das, was der Mensch als Vernunftwesen, die Menschlichkeit des Menschen ausmacht. Insofern ist spekulatives Denken, ist das Denken anhand von spekulativen Entwürfen, und das heißt über spekulative Sätze, ist eine unentbehrliche Notwendigkeit des, ich sage es jetzt etwas pathetisch, des Überlebens der Menschheit in einer Zeit, in der all ihr Tun in Einzelheiten zerfällt.
wenn es uns nicht gelingt, die Einzelheiten, in die wir zerfallen, wieder zu einem Ganzen zusammenzudenken, in einem Modell des Ganzen zu denken, dass jenes Ganze einer harmonischen Einheit ist, von der Schiller sprach und träumte, dann werden wir als Menschheit nicht weiter existieren. Und das macht, meine ich, das Entscheidende und Wesentliche auch dieses Programms aus, Metaphysik zu erneuern. Eines Programms, das hier in dieser Vorlesungsreihe und in Vorlesungen, die hier am Nietzsche-Kolleg gehalten worden sind, zum Gegenstand gemacht worden ist.